Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video, dieses Mal aus dem Harry Potter Bereich unserer Stadt, denn ich dachte, ich gebe euch wieder mal ein Update aus diesem Bereich. Es tut sich ja überall was. Beim Frozen Castle bin ich derzeit noch nicht ganz so viel weitergekommen, aber man muss ja immer wieder was Neues machen. Deswegen jetzt einmal Hogwarts Bereich, genau, ihr seht ihn hier. Ich habe mir nämlich noch ein Set geschnappt, wo ich ja eigentlich gesagt habe, ich kaufe mir keine mehr oder kein anderes Set von den neuen mit diesen neuen Dächern quasi. Und ich zeige euch gleich mal eins von diesen Dächern. Genau, mit diesen grünen Dächern, weil ich gesagt habe, dieses grüne Dach wird mir wahrscheinlich zu diesem Harry Potter Schloss nicht dazu gefallen. Und ich finde, man sieht das wirklich, ja, hier ist es so schön harmonisch mit den grauen Dächern. Jetzt zwischendrin so ein Sand-Green-farbenes, wo mir eigentlich natürlich die Farbe schon gut gefällt, aber ja, das hätte mich wohl irgendwie gestört. Genau, und eigentlich habe ich gesagt, ich kaufe sowas nicht, weil eben passt nicht. Und jetzt habe ich mir doch eins gekauft und ich zeige euch gleich warum. Das Set, das ich mir gekauft habe, ist folgendes. Ihr seht es hier, die Nummer, die 76387. Und warum habe ich mir dieses Set doch noch gekauft, obwohl es das falsche Dach hat? Weil hier der Fluffy dabei ist. Und irgendwie habe ich das ja komplett verpeilt. Und hätte das fast übersehen, dass ich natürlich den Fluffy auch bei mir in Hogwarts brauche. Und der war ja bei den alten Sets oder halt bei den nicht ganz alten, aber bei diesen mittelalten Sets nicht dabei. Deswegen habe ich mir jetzt dieses Set eben noch geschnappt. Was ich daraus gemacht habe, möchte ich euch heute zeigen. Denn so wie es hier auf der Packung ist, steht es natürlich nicht bei mir beim Harry Potter Castle, denn das hätte einfach überhaupt nicht gepasst. Genau. Kurze Übersicht, falls ihr das Set nicht kennt. So, jetzt ist der Akku auch noch ausgegangen, aber was ich euch eigentlich zeigen wollte, eine kurze Übersicht über die Rückseite hier, damit wir alle auf demselben Stand sind, was hier alles in diesem Set eigentlich vertreten ist. Wir haben hier einerseits eben Fluffy, wir haben natürlich wieder das Dreigespann, wie schon so oft. Genau, hier oben ist eigentlich nichts Interessantes außer Fluffy, der eben da hinten noch so eine kleine Händelkeule hat zum Fressen. Man kann ihn drehen, also entweder ist er der schlafende Fluffy, das heißt 1,5 Köpfe haben schlafende Augen, 1,5 Köpfe haben diese bissigen, offenen Augen. Je nachdem, wie man ihn dreht, ist er dann wach oder schläft. Finde ich eigentlich eine ganz coole Sache. Dann haben wir hier unten dieses Zeugs, ja, diese komischen Pflanzenteile, Dinger da, wo sie dann reinfallen und dann ja weiter in den Untergrund kommen. Ihr erinnert euch sicher noch aus den Filmen. Dann haben wir hier die Harfe, die ist auch neu, zeige ich euch gleich. Finde ich eigentlich eine ganz nette Sache. Habe ich mich schon gewundert, wie sie das lösen werden, eine Harfe zu bauen aus Legosteinen. Und dann haben wir hier noch diesen Teil mit diesen neuen Gläsern, die auch bei der Minifiguren bei diesem Minifiguren-Set ist, wo diese 4 Minifiguren sind und ja, eine Kerze und so weiter und so fort. Diesen Aufkleber habe ich bis jetzt noch nicht verwendet, weil wir eben diesen Aufbau hier nicht in der Stadt verwendet haben. Es waren auch wieder 2 Wizard Cards dabei. Das sind folgende hier gewesen. Wir haben jetzt schon einige von diesen Wizard Cards und wissen aber noch nicht genau, was wir aus denen machen sollen. Ich habe mir schon überlegt, ob da irgendwann einmal irgendeine Mauer kommen soll mit ja, so einer quasi Wall of Fame
falls ihr da Ideen habt, wohin das kommen könnte, dann bitte einfach in die Kommentare schreiben. Kurzer Überblick, ich komme dann noch zu ein paar Details, die hier auch neu sind. Wir haben hier den Eingang quasi unseres Parkes, dann die Winkelgasse, die noch immer im Bau ist und wo noch immer die ganzen Figuren hier rumliegen. Also das wird noch ein Zeitl dauern. Und dann kommt man hier weiter eben zum Hogwarts Castle. Hier hat sich noch nicht viel getan, also auf dieser Seite hier drüben. Das ist alles noch komplett beim Alten, beziehungsweise relativ beim Alten. Aber ich habe eben jetzt dieses Set hier eingebaut. Und wenn wir hier herüber gehen und quasi durch die Winkelgasse hier hereinkommen, dann seht ihr, da ist schon eine Änderung zu sehen. Ich muss sagen, ich bin recht zufrieden damit. Ich meine, einerseits vorne dieser Teil gefällt mir natürlich sehr gut mit diesen hohen Türmen und ja, doch diesen abwechslungsreichen Teil, auch mit dem See, gefällt mir wunderbar. Die rechte Seite war immer ein bisschen vernachlässigt, weil ich hier einfach die kleinen Sachen hineingebaut habe. Ich werde hier mal hinaufkraxeln, damit ihr das von oben sehen könnt. Ja, der Teil hat mir immer sehr, sehr gut gefallen. Hier war es immer ein bisschen problematisch, weil wir einfach hier eher die kleineren Sachen hatten. Und was sind jetzt eben diese neuen Teile aus dem neuen Set? Das sind einerseits die zwei hier, die zwei hohen, und andererseits hier drüben habe ich dann den Fluffy verbaut. Ich schaue mal, ob ich den einfangen kann von hier, damit ihr das mal von innen seht, wenn ich hier mich schon verrenke. Genau. So sieht das dann von innen aus. Ihr seht, auch die Harfe ist verbaut. Fluffy schläft tief und fest hier oben drinnen. Den habe ich einfach auf diesen Raum der Wünsche draufgebaut. Und die zwei einzelnen Teile von dem Turm, die stehen hier eben rechts von dem Durchgang. Genau. Ich finde, das sieht echt gut aus. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Ich hoffe, euch auch. Und es gefällt mir nämlich auch, dass es hier jetzt einfach ein bisschen höher ist. Und nicht nur alles quasi auf der untersten Ebene aufgebaut ist. Was mussten wir dazu machen? Ich habe hier einfach, jetzt eben links vom Durchgang, habe ich einfach diesen oberen Turm herausgegeben. Warte mal. So, da ist mein Finger, genau. Habe ich hier einfach diesen Turm hier weggegeben. Vielleicht finden wir einen Ersatz mal auf Bricklink in dunkelgrau, dann werde ich den ersetzen, aber ich habe mir gedacht, das ist auch so okay, auf jeden Fall mal vorerst. Dafür habe ich dann den Tisch, der hier oben war in diesem Turm drinnen, den habe ich hier ein Stockwerk hinuntergegeben, denn da waren nur Kerzen. Jetzt habe ich mir gedacht, das passt eigentlich auch recht gut. Und bei diesem Teil hier drüben, also rechts vom Durchgang, rechts oben, ihr seht ihn hier, habe ich einfach das Dach getauscht. Also das ist jetzt eben nicht mehr Sand Green, sondern ich habe das ersetzt durch zwei 4x6er Platten. Genau. Die Dachziegeln, die separat sind, die Sand Greenen, die habe ich gelassen. Und auch oben habe ich diese Cheese Slopes, das waren doppelte Cheese Slopes in Sand Green, habe ich durch einfache Cheese Slopes in dunkelgrau ersetzt. Genau. Ich finde, das ist um einiges harmonischer, als es wäre, wenn das alles hier in Sand Green auf einmal ist, auf dieser Seite. Finde, das wird definitiv nicht passen. Ich glaube, dass wir jetzt übrigens alle Sets haben, die uns interessieren für unser Hogwarts-Schloss. Falls ich noch irgendwas verpasst habe, was mir definitiv fehlt, dann bitte schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten glaube ich, werde ich Hogwarts jetzt vorerst mal in dieser Konstruktion belassen. Außer ihr sagt, ihr habt noch eine brennend super Idee,
dann natürlich jederzeit mir schreiben. Ansonsten werde ich auf jeden Fall mal das Gebäude an sich so belassen. Ich bin natürlich noch nicht ganz zufrieden. An was ich noch arbeiten möchte, ist hier natürlich einfach, ja, die ganze Asphaltierung hier. Da möchte ich noch irgendwas anderes haben, aber habe leider noch keine Idee dafür. Ich glaube, das wird sich auch jetzt noch ein bisschen länger ziehen. Und hier innen bin ich auch noch nicht ganz zufrieden. Es ist zwar schon mal ganz nett hier mit dieser Party, dieser Weihnachtsfeier quasi, aber ja, da muss auch noch irgendwas geändert werden, definitiv. Ein kleiner Schwenk noch hier herüber, nämlich auch noch ein Set, das ich hier neu hereingestellt habe. Das ist der ungarische Hornschwanz. Das Set mit dem ungarischen Hornschwanz, den habe ich jetzt einfach mal hier platziert. Ich finde nämlich, dass er eigentlich ein echt cooler Drache ist. Mir gefallen speziell die Flügel sehr gut und deswegen habe ich den mal hier platziert, quasi vor der großen Halle, damit die auch was zu sehen haben. Und hier habe ich auch das Häuschen. Ich habe das von der Grundplatte getrennt. Da war so eine dunkelgrüne Grundplatte, soweit ich mich erinnere, drauf. Das habe ich heruntergegeben und habe die Figuren einfach aufgestellt vom Trimagischen Turnier. Und ja, die schauen schon sehr entsetzt diesem Drachen entgegen. Verstehe ich vollkommen. Genau, den habe ich jetzt einfach mal hier hingegeben. Mal schauen, nachdem hier, ich schwenke nochmal zurück, nachdem hier ein paar Photo-Ops quasi sind, also wo man sich fotografieren lassen kann mit schrecklichen Biestern, habe ich mir gedacht, das passt eigentlich auch dazu, denn auch der ist ein bisschen zum Fürchten. Genau, ist aber natürlich noch nicht sehr schön verbaut, da muss ich mir definitiv auch noch was einfallen lassen. Ein letztes Update noch bezüglich Harry Potter. Bei diesen Sets und zum Beispiel bei dem Set, das ich euch gerade gezeigt habe, das ich neu eingebaut habe, also nicht beim ungarischen Hornschwanz, sondern bei dem Fluffy Set, war zum Beispiel diese Hermine Granger Figur dabei. Diese goldene Figur, ihr kennt sie, 20 Jahre, Harry Potter. Da findet sich immer wieder verschiedene goldene Figuren eben in den Sets. Wenn man sich alle kaufen würde, hätte man sie alle. Wir haben sie nicht alle, wir haben nur Hermine Granger, Harry Potter hier in der Mitte. Genau, den habe ich hier mal platziert. Und auf der Seite haben wir dann noch, ja, sieht man ihn nicht. Ja, je nachdem, wie man ihn drehen würde. Ich glaube, er hat auch ein Wendegesicht. Lord Voldemort. Beziehungsweise, und jetzt ist mir der Name entfallen, was eigentlich eine Schande ist. Ja, keine Ahnung. Genau, das ist das Lord Voldemort-Gesicht. Oh mein Gott, eine Schande über mich. Ich habe den Namen vergessen. Okay. Hoppala. Hier ist das Licht wieder nicht ganz so ideal. Und die Kameraführung ohne Hilfe natürlich auch nicht ganz so leicht. Aber vielleicht fällt mir dann der Name noch ein. Hier auf jeden Fall das Voldemort-Gesicht in Gold. Genau. Was ich neu gemacht habe, ist, dass ich diese goldenen Figuren auf Podeste gestellt habe. Die sind aus dunkelgrauen Mauerteilen geformt. Ich habe mir nämlich gedacht, das passt einfach. Genau, Professor Quirrell, danke, dass ihr so intensiv an mich gedacht habt. Jetzt ist es mir wieder eingefallen. Ich habe die auf so Steinpodeste gestellt und finde, dass das nämlich jetzt perfekt bei uns hier hereinpasst. Das, finde ich, sieht doch recht super aus. Da kann man sich dann auch wieder so gut fotografieren. Muss ich jetzt wieder schön positionieren. Aber ja, ich finde, das sieht dann um einiges harmonischer aus, auch mit diesem goldenen Zaun hier drüben. Also, wenn ich selber filme, bin ich super tollpatschig. Ich sehe das schon. Außerdem habe ich mich geschreckt, denn auf einmal ist ein weiterer Baumeister in der Stadt erschienen. Er ist auf einmal hier unter dem Tisch herausgekommen. Ich sag's euch, Leute. Jetzt habe ich doch auf Pause gedrückt. Naja, gut.
Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Ich bin heute etwas verplant. Ich glaube, das ist, weil ich heute nur einen Nachmittagskaffee hatte. Deswegen werde ich das jetzt definitiv nachholen, dass ich mir einen zweiten schnappe. Ich hoffe, ihr seid auf jeden Fall, wenn auch nicht mit meinen Video-Filmkünsten, dann mit meinen Baukünsten zufrieden. Ich hoffe es. Und es gefällt euch, was ich hier eben mit dem Hogwarts-Schloss gemacht habe, beziehungsweise mit unserer Winkelgasse. Falls ihr noch irgendwelche Ideen habt, speziell auch zu diesen Fliesen hier, ihr erinnert euch, diesen Fliesen hier, dann bitte schreibt es einfach in die Kommentare. Genau. Ich bin wirklich kein Filmprofi. Aber gut. Dann schreibt es bitte in die Kommentare, wenn ihr da eine super Idee habt, wie wir da vielleicht so eine Wall of Fame oder sowas machen können. Dann bitte nur her mit euren Ideen. Ich werde versuchen, sie dann bestmöglich umzusetzen. Und jetzt, Leute, würde ich sagen, ab zu den Kaffeemaschinen und lasst euch euren Kaffee schmecken. Ich werde das auf jeden Fall machen. Und dann sehen wir uns ja hoffentlich bald wieder. Tschüssi!